LKW-Fahrer, wie ist euer Job so? Vorm Bett sitzen und aus dem Fenster gucken. Ich möchte vorab sagen, ich habe keine Ahnung, wie euer Job im Detail aussieht und ich hatte schon immer ein paar Fragen dazu. Müsst ihr den Führerschein selbst bezahlen oder macht das die Firma? Wird euch während der Fahrt nicht irgendwann langweilig? Wie viel Rücksicht nehmen PKWs auf euch? Vielleicht blöde Frage, aber was bringt es, andere LKWs zu überholen? Ist kein Vorwurf, aber mir erscheint die Zeitersparnis wirklich marginal, wenn der überholt 79 fährt und die 81. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Was ist das Erzählenswerteste, was euch in eurer Karriere bisher passiert ist? Die meisten Firmen setzten einen C-Schein voraus. 2. Stundenlang geradeaus fahren kann durchaus langweilig werden. 3. Grob geschätzt ca. 0,0% aller PKW-Fahrer. 3. Bei langen Fahrten kann sich das rechnen und bringt bisschen Spannung ins Fahrgeschehen. 4. Auf Rastplätzen kommt es durchaus vor, dass dir mal eben dein Tankinhalt geklaut wird. Zu drittem, das tut mir echt leid für euch. Seitdem ich die Dashcam-Videos von Sascha vernünftig anschaue, versuche ich mehr Rücksicht drauf zu nehmen. Besonders wenn es um das Einordnen vor LKWs geht. Wusste vorher nie, dass es bei zu knappem Einscheren direkt der Notbremsassistent auslösen kann. Oder beim Abbiegen versuche ich einige Meter vor der Kreuzung zu warten, damit das Abbiegen möglich ist. Versuchen wir aus dem 0% ein 0,01% zu machen. Tankinhalt vom LKW oder der Tankinhalt vom Tankanhänger. Zu zweitem, wie schafft man es, da nicht einzupennen? Vielleicht ist es bei mir die mangelnde Routine, aber mein Hirn schaltet irgendwann auf der Autobahn in den Ruhemodus, und zwar egal, ob ich müde bin oder nicht. Ich wäre also völlig ungeeignet. Zum Glück kann mein Partner problemlos lange Strecken fahren. Gibt genug, die währenddessen Bücher lesen oder Filme gucken. Die herkömmliche Polizei kann ja nicht in die Fahrerkabine gucken. Kompletter Quatsch. Also ähnliche Missstände wie in allen anderen Berufen auch. Von einem Bekannten, der mehrere Jahre im europäischen Fernverkehr unterwegs war: Früher hatten viele bereits durch den Wehrdienst einen Lkw-Führerschein beim Bund gemacht. Heute muss man den in den meisten Fällen selber machen, weshalb es weniger Leute tun und man nur schwer junge Lkw-Fahrer in der findet. Ja, irgendwann wird es langweilig, vor allem bei langen Fahrten oder vielen Staus. Es wird kaum Rücksicht genommen. Viele sehen LKWs als Hindernis an. Da wird immer direkt überholt, auch außerhalb von Autobahnen. Manchmal auch an sehr riskanten Stellen. Des Weiteren scheren sehr viele Autofahrer nach dem Überholen direkt vor dem LKW an, ohne viel Abstand. Dadurch muss man oft bremsen, was unnötig Zeit kostet. Kennst du das, wenn vor dir einer geht, der minimal langsamer ist als du? Auf Dauer ist es halt störend und hindert einen auch. Man achtet aber auch darauf, ein solches Manöver nur auf 3-spurigen Bereichen zu starten. Auch wenn es nicht jeder macht, da man höher sitzt, bekommt man viel mit, was in den Autos so passiert. Mein Bekannter meinte mal, er konnte im Stau sehen, wie eine Frau ihrem Mann im Auto einen geblasen hat. Dazu ist es erschreckend, wie viele eigentlich doch im Handy sind. Und Raststätten sind, wie in den Kommentaren bereits genannt, nachts krimineller als man denkt. Diese Nummernschilder im Führerhaus mit den Namen drauf, Klaus, Walter, etc. bekommt man seinen offiziellen Truckernamen nach einem Initiationsritual, welches nächtlich, auf einem Rasthof abgehalten wird.
Nur in Vollmondnächten und mit dem Blut einer Jungfrau, aber praktisch nie weiblich. Sternzeichen oder Aszendent Jungfrau reicht aus. Aber New_Redstepper, du willst lieber nicht wissen, was man tun muss, um die gemütlichen Gelsenkirchener Barockgardinchen zu bekommen. Glaub mir. LOL, du willst lieber nicht wissen, unterschätze nicht meine Neugier. Wird einem in einer formellen Zeremonie von Andi Scheuer übergeben. Über die Travel Pussy im Geschenkkorb spricht das Verkehrsministerium nicht gerne, ist aber offizieller Bestandteil. Glaub ich nicht, vom Andi kam noch nichts Gescheites. Jede Travel Pussy wird vom Minister persönlich vorher eingeweiht. Als Student bin ich eine Art LKW gefahren, Kammerwiesel, und hatte viel Kontakt zu LKW-Fahrern, die Fern- oder Nahverkehr für eine Spedition oder einen Paketdienst gefahren sind. Die meisten haben den Job gemacht, weil es eben ihr Job war. Fernfahrerromantik gab es bei keinem, ein paar von ihnen kamen von weiter weg und haben die ganze Woche im LKW gelebt, weil sie nicht nach Hause konnten. Klar, das ist nicht selten. Sie haben Montagmittag angefangen zu arbeiten und sind dann Samstag früh im Firmenkombi nach Hause gefahren. Vollkommen übermüdet von der Woche, vor allem Nachtschicht, die aber schon mittags gegen 16 Uhr begann, hat dann einer auch mal einen heftigen Unfall auf der Heimfahrt gebaut oder ein anderer ist bei der letzten Fahrt der Woche kurz vor dem Ziel eingepennt und als er wieder aufgewacht war, stand er im Wald und neben ihm ein Baum. Ihm ist glücklicherweise nichts passiert. Meine Lieblingsstory ist die von einem Fahrer. Er ist jeden Tag die gleiche Tour gefahren, A nach B nach C. Dann wieder nach B, nach C, D, C, B, A. Alles Wechselverkehr, sprich er hat überall seine Wechselbrücken tauschen müssen, immer Maschine und Hänger. Seine Fahrzeit war so ausgereizt, dass er immer bei A übernachtet hat, obwohl er nur 30 Minuten von zu Hause stand. Aber mangels Zweitwagen und so weiter war er eben die ganze Woche außer Haus. Irgendwann hat er sich einen anderen Job gesucht, denn er hat seine Familie zu wenig gesehen. Gerade im Fernverkehr kannst du eine Beziehung nahezu vergessen. Wenn du vorher nicht schon eine Partnerin hast, dann wird es schwer, eine zu bekommen, wenn du immer unterwegs bist. Habe da viele traurige Geschichten gehört. Ich fahre zwar nicht selber, aber werkle für eine Spedition, Führerschein, mit Untersuchungen etc. zahlen wir unseren Azubis. Aber es gibt Bedingungen, Fleppen machen und dann verschwinden ist ausgeschlossen. Außerdem müssen sie die Gebühr zahlen, wenn sie durch die Prüfung fallen. Fertige Fahrer müssen natürlich den Führerschein mit 95 und die Berufskraftfahrerausbildung haben, um anfangen zu können. Die jährlichen Module und Zusatzausbildungen, Gefahrgut etc. bekommen sie bezahlt. Gerade bei den glatten Straßen eher nicht, wenig. Kann es aber auch selber nachvollziehen, es gibt nicht nur perfekte, rücksichtsvolle Lkw-Fahrer, vielmals sind enge Zeitfenster einzuhalten. Wenn man zum Beispiel Amazon beliefert und kommt nicht 100% pünktlich, lassen sie einen knallhart bis zum nächsten Tag warten. Das zieht dann einen Rattenschwanz nach sich, weil man Rückladungen, nachfolgende Ladungen etc. nicht mitnehmen kann oder ein anderes Auto nochmal hinfahren muss. Wenn dann ein untermotorisierter LKW vor einem zuckelt und am Berg kaum 50 km/h schafft, macht es schon etwas aus.
Mies sind natürlich Elefantenrennen nur des Elefantenrennens wegen. Aktuell ist Corona bzw. der Lockdown ein Problem für unsere Fahrer. Viele Raststätten und Autohöfe sind geschlossen, höchstens ein paar siffige Dixie-Klos davor gestellt. Und sie können auch beim Kunden keine Pause an der Rampe machen und nicht auf die Toilette. Wenn dann so ein gestandener Schrankvormann einem erzählt, dass ihm die Tränen in den Augen standen, weil weit und breit kein Platz zum Kacken war, ist das schon uff. Zu 4. Die Geschwindigkeitsunterschiede in der Ebene sind minimal, aber an Steigungen trennt sich die Spreu vom Weizen. Viele Fahrer überholen vorausschauend, also noch vor der nächsten Steigung. Am Ende ist Zeit Geld, besonders in dem Business. Es kommt immer darauf an, was man macht, angefangen bei Fernfahrer VS-Nahverkehr. Mein Vater fährt seit fast 30 Jahren Nahverkehr, daher habe ich das ein oder andere mitbekommen. Eins kann ich leider nicht zu sagen, wie das aktuell ist. Als mein Vater angefangen hat, war das ja alles mit den Führerscheinen noch anders. 2 kommt darauf an, was für ein Typ Fahrer man ist. Lange, gerade Autobahnabschnitte sind aber wie auch im Auto nicht das Spannendste. 3, das geht meistens, laut meinem Vater. Probleme sind da hauptsächlich, dass den Leuten nicht bewusst zu sein scheint, dass das Einhalten von Abständen gerade mit LKW im Nacken überlebenswichtig sein kann. Manche Autofahrer sind halt auch einfach scheiße und sehen sich als die wichtigsten an, aber das Problem hat man ja auch, wenn man Auto fährt. 4, es bringt eigentlich nicht wirklich was, da liegt das Problem eher an den Unternehmen, für die gefahren wird. Häufig haben die Vorgesetzten entweder keine Ahnung, wie lang die Strecken dauern, wissen überhaupt nicht, wo sie ihre Fahrer hinschicken, oder es ist ihnen schlichtweg egal und Zeitdruck wird trotzdem gemacht. Da neigen gerade wohl die jüngeren und/oder unerfahreneren Fahrer dazu, Überholmanöver zu machen, die eigentlich unsinnig sind, weil es sonst Mecker mit dem Chef oder schlimmstenfalls Verdienstverlust geben kann. 5, da mein Vater Nahverkehr fährt, passiert eigentlich nicht so viel Kurioses, da sind's eher die Kollegen, die etwas kurios sind. Ich mache eine Ausbildung zum BKF, Berufskraftfahrer, ich zum Beispiel muss nicht zahlen. CCE, Staplerschein oder auch Flurförderschein genannt, und der andere Kram wird selbst natürlich von der Firma bezahlt. Von Erzählen habe ich erfahren, dass man sich bei der Bundesagentur für Arbeit melden kann und sagen, dass man CCE machen möchte, um in der Branche zu arbeiten. Hochgestellte 1, HMM, ja, das kann schon stimmen. Deswegen lege ich gerne mal in den Podcast rein, Quadratkubik, selten, aber es kommt vor. Aber oft siehst du Leute am Steuer, bei dem du sprachlos wirst. Zeit ist Geld und deswegen bügeln einige mit 90 durch die Autobahn. Da ich erst 08/19 mit der Ausbildung begonnen habe, gibt es nicht wirklich viel zu erzählen. Nur dass ich mal von der Leiter runtergesegelt bin. Hochgestellte 1, ob das wirklich stimmt, kann ich dir leider nicht zu 100% beantworten. Quadrat, meine Empfehlung, Harry Podcast von Cold Mirror und mal angenommen von ARD, Kubik, oder mach das wie ein Kollege machte, der durch Norwegen geeiert ist, Laptop auf ein Armaturenbrett und gib ihm während der Fahrt. Bitte mach das nicht, kann mächtig schief gehen. Einfädelungsstreifen sag ich nur, natürlich macht das nicht jeder, Beleg erforderlich, Edit, Wort korrigiert.